erste Schritt ist Hände waschen. Auf den Händen sind ganz viele Bakterien, die in deiner Vagina nichts verloren haben. Das heißt, egal ob Tampon oder Menstruationstasse, immer vor dem Wechseln, vor dem Einführen, aber auch Entfernen deine Hände waschen. Der zweite Schritt ist die richtige Faltung. Hier haben wir 3 Selena-Cups vorbereitet. Beim Falten machen wir hier jetzt mal die C-Faltung. Hier kannst du auf unserer Website noch mehr Faltungen und Tipps dazu nachlesen, denn das ist das A und O der Menstruationstasse. Der dritte Schritt ist das Einführen und hier empfehlen wir dir durchatmen und entspannen. Wenn du die Menstruationstasse jetzt einführen willst, dann halte sie kurz unter kaltes, klares Wasser, dann flutscht das Ganze besser. Du kannst auch einen Ticken Gleitgel verwenden. Geh einfach in die Hocke, im Stehen oder probier es auch im Sitzen und führe die Menstruationstasse nur so weit ein, dass du sie nicht mehr spürst. Sie klappt automatisch auf im Körper und passt sich an deine Scheidenwand an. Und jetzt kommt Schritt 4, das Platzieren und die Muskeln spielen lassen. Wenn du eine kurze Scheide hast, dann achte darauf, dass die Menstruationstasse direkt unter dem Muttermund sitzt. Der Muttermund ist die kleine Öffnung, wo das Menstruationsblut rausfließen kann. Du kannst den Muttermund spüren, wenn du mit dem Finger der Scheide entlang fährst und einen Widerstand spürst. Wenn du die Menstruationstasse eingeführt hast, dann empfehlen wir, mit dem Finger hier kurz am Rand herumzufahren. Wenn sie nämlich nicht richtig aufgeklappt ist, dann kann sie undicht werden und das kannst du hier durch das Herumfahren am Rand der Menstruationstasse austesten. Jetzt empfehlen wir, dass du die Menstruationstasse ein bisschen nach oben, nach unten, nach links, nach rechts nachjustierst, damit sie auch wirklich gut sitzt. Du kannst sie auch ein Stück weit nochmal rausziehen, aber auch gleich wieder nach oben schieben. Das tatsächlich wirklich gleich nach dem Einsetzen probieren. Jetzt heißt es kurz anspannen und zwar deine Scheidenmuskulatur, deinen Beckenboden. Einfach kurz zusammendrücken und wieder loslassen und das sorgt dafür, dass sich deine Menstruationstasse auch besser an die Scheidenwand anpassen kann. Meistens dauert es rund 5 bis 30 Minuten, bis sich deine Menstruationstasse an deine Scheidenwand angepasst hat. Dann kannst du dich auch darauf verlassen, dass sie wirklich gut sitzt und dicht ist.